Es ist der 28. Mai und ich liege hier gerade in der Koje. Es ist 8 Uhr abends. Es wird so langsam dunkel. Und heute Nacht will ich los. Hoffen wir das Beste. Ja, die USA verlassen ist nicht keine einfache Sache. Deshalb hier ist sowas von busy. Ich kenne die eigentlich nur von Zeebrugge oder Rotterdam. Aber alles ist nass. Tipptopp, 31. Mai. Wir machen hier mit 5,5 Knoten, brettern wir durch den Atlantic Swell. Ganz schön beeindruckend. Aber ja, die Sonne scheint. Und ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Schon 2-3 Stunden, 3-4 Stunden bestimmt. Von dem her ist es okay. So kack frustrierend. Bananenbrot ist fertig. So, seit einer Woche unterwegs, fast. Sonntagnachmittag. Heute Nacht vor einer Woche bin ich losgefahren in Solomon Islands. Und ich würde sagen, es herrscht es kommt das erste Mal Ruhe in das Boot rein. Angenehme Ruhe. Ja, also dieses Projekt hat mir echt, verlangt mir echt viel ab. Im Sinne von Geduld, Resilienz, vor allem Resilienz. Aber ich mache halt diese Reise auch, um genau das auszutesten. Ne? Ob das denn wirklich was ist für mich. Mal gucken. War jetzt auch einfach eine harte Woche. Ne? Gibt natürlich auch schöne Wochen. Es klart nämlich gerade so ein bisschen auf. Weil eigentlich soll die Sonne scheinen. Aber das sagt man immer, ne? Wo sein? Gerade ein fantastischer Moment. Ich bin frisch geduscht, sogar die Haare sind gewaschen
Und ich trinke eine relativ kalte Cola, die in meinem Shop relativ kalt abgeblieben ist. Und jetzt gibt es mein hoher See to go Essen. Couscous. Da packe ich gleich noch ein paar Rosinen mit rein. Und that's it. Das ist eigentlich alles, was ich in meinem geheimen Hochsee-Couscous tue. Der wird so schön gerade. The big dry out. Alles wieder trocken machen. Es ging gerade noch ziemlich rund hier. Es hat ziemlich krass geblasen, bestimmt 40 Knoten. Und hier diese Deckwand ist einfach, da kommt so viel Wasser durch. Es muss auf jeden Fall in der Zorn dicht gemacht werden. Und ich bin hier gerade bei den Batterien. Und einfach bei den Batterien stand halt einfach das Wasser drin. Ne? Das ist halt auch nice. Ich meine noch zu Doug, weil Edward, der hat nämlich seine Batterien hier in den Kühlschrank gepackt, den ehemaligen Kühlschrank, in den wasserfesten Behältern, was natürlich ziemlich schlau ist. Naja, genau, das mache ich gerade noch trocken. Habe jetzt noch ein bisschen Couscous angemacht, was sonst. Und dann hole ich mir eine Mütze Schlaf, bevor morgen die zweite Runde losgeht. Uff. Anstrengend letzten Tage. Aber da hat er gesagt, dass es einfach wird, ne? Hier Regen. Aber wir haben noch Kartoffeln. Also alles in Ordnung. Ist an. 200 Meilen vor den Azoren. Und zum krönenden Abschluss gibt es nochmal Spinnaker. Der Wind hat immer mehr nachgelassen, obwohl da jetzt gerade so ein paar Wolken kommen. Die sehen ein bisschen dunkler aus, deswegen hier ist volle Konzentration gerade. Aber ich habe hervorragend geschlafen letzte Nacht, bin super fit. Habe richtig schön großes Mittagessen gerade gehabt mit Couscous, Spargel und was ist noch drin? Couscous, Spargel und ein paar Rosinen. Ah ja, und Thunfisch. Wilde Kombi. Genau, bin aber super fit. Ich sollte jetzt gleich mal ein bisschen was trinken. Ja, habe jetzt hier gerade so eine halbe Stunde mit dem Spinnaker rumgespielt. Alles eingestellt. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich happy. Läuft gut. Schön das Kielwasser. Und jetzt mal gucken, ja, wie weit wir noch kommen. Also bis zur Nacht soll es weiter abflauen. Aber wenn ich natürlich jetzt noch ein paar Meilen reinkriege, bis heute Abend, dann wäre es natürlich super.
Oh, oh, oh. Heide Vane. Ja, tipptopp. Funktioniert auch gut. Absolutely magnificent. Wahnsinnig schön. Flores, Azoren. This is nice. Salut tout le monde. I miss France. Es ist der 21. Juni und heute geht's weiter von der wunderschönen Insel Flores. Denn es brechen hier gerade die Wolken auf und es ist ziemlich viel Wind. Was gut ist, also offshore, hier ziehen gerade ein paar Böen durch, das heißt gleich beim Ablegen wird es nochmal ein bisschen spannend. Weil hier sind recht viele Steine in der Einfahrt und so weiter. Aber das kriegen wir auch gebacken. Und sobald ich dann offshore bin, werde ich wahrscheinlich wieder meine gute alte Konfiguration haben. Drittes Ref im Groß, ausgebaumte Genua. Und ja, touch wood, dass alles gut funktioniert. Die Generalprobe habe ich bestanden über den Atlantik und jetzt die zweite Etappe. Ja, mal gucken. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. So schön auch die Insel ist und dass man hier kostenlos im Hafen liegen kann und all die Leute kennenlernt, freue ich mich jetzt enorm auf den Turn. Und werde jetzt die ganzen Leinen vorbereiten, pack die Hydro Vane hinten dran und dann bin ich nächste Woche schon wieder zu Hause in Les Sables d'Olonne. Genau. Regenbogen. Fantastisch. Fantastic. Fantabulastic. Splendid. It's a splendid start to the new voyage. Ich werde schon wieder albern. I'm just jolly. Gerade aufgewacht mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Das ist jetzt schon eine komplett andere Erfahrung als der erste Trip, wo ich glaube ich keinen einzigen Sonnenaufgang hatte, jetzt wo ich drüber nachdenke. Und ja, es ist ganz anders. Ne? Also irgendwie der Seegang ist viel weniger. Und frisch. Ja, es ist viel weniger Seegang. Es ist ein leichtes Schaukeln von links nach rechts und ja, machen hier irgendwie 6, 7 Knoten die ganze Nacht.
und kommen gut voran. Das ist halt echt gemütlich, ne? Also links und rechts ganz entspannt. Heidelbein läuft gut und die Wiese ist da. Soll heute noch ein bisschen mehr werden, ein bisschen aufbriesen. Keine Ahnung, irgendwie Böen bis 30, aber das kenne ich ja vom ersten Trip. Und lieber so, als dass am Ende der Wind wegbleibt. So, jetzt mache ich gerade noch Kaffee. Und mal schauen, was der Tag heute bringt. 3 Wochen auf See und ich bin eigentlich die ganze Zeit am Essen, aber trotzdem ist die erste Hose dran, die enger genäht werden muss. Ich passe nicht mehr ganz rein. Es ist der 24. Juni und es ist ziemlich grau seit ein paar Tagen. Ja, eigentlich seit gestern. Und ja, es soll jetzt immer weniger Wind werden. Ich bin aber immer noch im 3. Ref und ein groß und zweites Ref in der Genua. Und fahre eigentlich schnurstracks nach Norden, naja, also Nord-Nordost, 30 Grad, Kompasskurs. Also ich habe ein bisschen Easting in it. Genau, dann hoffe, dass ich dem Zentrum vom Azoren, vom kommenden Azorenhoch entkommen kann. Ich denke aber, dass ich morgen Vormittag ein bisschen in der Flaute mich befinden werde. Morgen wird wahrscheinlich Spinnaker-Tag sein. Was sich immer ziemlich spaßig anhört. Außer man ist alleine. Mit der Windfahnensteuerung. Dann wird das immer ein bisschen schwierig. Kein Wind. Sunshine, give me a little breeze and we sail a bit. That'd be nice. No. Es gibt Neptun halt auch keinen Alkohol, ne? Vielleicht liegt es daran. Vielleicht brauche ich auch mehr Alkohol. Ich trinke ja gar nichts auf Passage. Nicht aus Prinzip, sondern weil ich keinen Bock drauf habe. Aber brauche ich das nicht. Medizin. Sieht auch schon wieder aus, ne? Oh. Nein. Part of the fun. So part of the fun. Hier. All part of the fun. Ich bin egal. Auch guten Tag. Guten Tag, kannst du mir wieder in die Tasche packen? Ich hab keinen Bock mehr. Wie ich auch gerne manchmal sagen. Kannst du mich in die Tasche packen? Keinen Bock mehr. Und die morgen wieder raus. Gerade ein sehr schöner Moment. Es war in den letzten 2, 3 Tagen war es nur grau und gerade geht so ein ganz kleines Zipfelchen in der Sonne
geht unter und es klart ein bisschen auf am Horizont. Ich denke, es wird auch einen kleinen Windshift geben. Werden dann heute Nacht einmal die Segel auf die andere Seite wechseln. Aber ja, die letzten 2 Tage waren sehr in mich gekehrt. Ja, es war grau und die Segel mussten eigentlich auch nicht umgestellt werden. Das heißt, es gab nicht viel zu tun und ja, irgendwie 2 Tage lang in mir drin. Und ja, und jetzt habe ich gerade einfach auch so ein bisschen aus Langeweile angefangen, Brot zu machen und den Teig zusammen gemacht. Ein schönes kleines Roggenbrot morgen. Relativ easy. 2 Becher Mehl, 1 Becher lauwarmes Wasser, bisschen Trockenhefe und Salz. Und dann lasse ich es heute Nacht stehen und dann kommt es morgen früh in den Ofen. Und dann gibt es ein kleines Roggenbrot. Für die deutsche Kartoffel. Ja, gerade habe ich so ein bisschen am Teich rumgepanscht und das hat mich alles einmal sehr froh gemacht. Jazzmusik ist sehr entspannend. War and Peace, Krieg und Frieden, Tolstoi. Pierre und Natascha finden gerade zueinander. Das heißt, nach all dem Leid, nach all dem Krieg und nach all dem Frieden kommt die Love Story am Ende noch zusammen. Das macht natürlich auch glücklich. Gerade mich geduscht. Und irgendwie immer, wenn ich mich dusche, das heißt so alle 2-3 Tage, eigentlich alle 3 Tage, ich habe mir so 3 Liter Flaschen abgefüllt in den Azoren. Das heißt, ich nutze immer so 3 Liter. Ziemlich genau. Und wenn ich dann so alle 3 Tage mich dusche, dann fängt irgendwie ein kleines neues Kapitel an. Im großen Kapitel. Ja. Wieder Land unter den Füßen. Quasi. 90 Meter Wassertiefe. Das ist der 2. Juli. Die Sonne geht gerade auf. Ich mache gerade Kaffee. Ein paar Fischerboote sind da vorne noch. Die lasse ich noch an meiner Steuerbordseite liegen. Und es ist einfach ein absolut fantastischer Halbwindkurs nach Les Sables d'Olonne. Es ist fast keine Welle mehr. Es ist einfach ein wunderschöner Morgen. I couldn't ask for more. Life is good. Absolut bescheuert, ne? Es sind noch 2 Meilen, das ist Les Sables d'Olonne, und der Wind hat gerade komplett fast nachgelassen. Aber ich sehe es nicht ein, den Motor zu machen. Es ist 6 Monate später. Ich habe gerade das Video fertig bearbeitet und ich merke, was für ein einmaliges Erlebnis diese Atlantiküberquerung war.
Eine Erfahrung, die ich für nichts in der Welt missen möchte. Ich durfte so wahnsinnig viel über Wind, Wellen, die Natur, über das Segeln, aber vor allem über mich selbst kennenlernen. Die Ruster 36, Ems, die mich sicher über den Atlantik getragen hat, die muss ich aber leider wieder ziehen lassen. Das Geld hat am Ende nicht gereicht, um sie final zu bezahlen. Doch der große Traum, alleine rund um die Welt zu segeln, im Golden Globe Race, bleibt bestehen. Es bleibt also spannend. Für mich und für die Ems.